Maren, schön, dass wir bei dir sein dürfen bei KRIP. Sehr gerne. Ist die Personalberatungsagentur für die Besetzung von Positionen, Führungskräften in der Digitalwirtschaft. Ihr macht das jetzt seit über 20 Jahren. Und, schon länger, als es Google gibt. Schon länger, als es Google gibt. Großartig. Und jetzt musst du uns einmal verraten, wie schafft man es? Gute Chief Innovation Officers und gute Chief Digital Officers sind ja so die typischen Positionen zu besetzen. Wie kriegt man da gute Leute? Das ganz Wichtige ist vorher erstmal sich zu überlegen, was sind eigentlich gute? Ja, das hört sich ganz banal an, aber für jedes Unternehmen einzeln, was sind eigentlich die guten CDOs, Chief Digital Officer? Brauche ich genau das eigentlich? Und wenn ja, in welcher Form, an welcher Höhe meines Unternehmens? Denke ich zu klein, denke ich falsch, weiß ich eigentlich, wo ich hin will? Das ist das Allerwichtigste, wo viele viel zu schnell vorpreschen und sich gar nicht klar machen, was ist für mich eigentlich das Richtige. Und wenn ein Chief Digital Officer für ein anderes Unternehmen oder für viele andere Unternehmen das Richtige ist, so wie es ist, dann muss ich für mich trotzdem definieren, wie ist er für mich richtig. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, was leider häufig nicht gemacht wird. Und da sehe ich auch die Aufgabe des Personalberaters, zu beraten und nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist es eigentlich, was du brauchst? Und dann willst du aber natürlich eher wissen, wie finden wir sie dann eigentlich? Weil es gibt natürlich nie genug davon, die schon die richtige Erfahrung haben. Das ist eine Mischung aus ständig dranbleiben. Wir sind, wie du sagst, seit über 2 Jahrzehnten dabei. Ständig dranbleiben, verfolgen, was sind die Themen, was beschäftigt die Unternehmen. Und nur wenn du Unternehmensgeschäftsmodelle auch verstehst, dann kannst du auch einschätzen, was machen die Kandidaten da eigentlich. Und deswegen müssen wir immer auch gucken, welche Unternehmen verändern sich wie und haben welche Geschäftsmodelle und was haben die für Leute an Bord und was machen die Leute dann, was haben sie geschafft, was gut ist. Und das muss man alles die ganze Zeit beobachten, plus wirklich Handwerk, ja, ganz systematisch Handwerk, Recherche, Identifikation von guten Leuten, was passt für welches Unternehmen, welche Erfahrungen konnten sie wo machen. Und natürlich haben wir ein Riesennetzwerk, wenn wir seit so langer Zeit da drin sind. Aber es ist immer wieder auch wirklich Fleißarbeit, nicht zu denken, wir kennen sie ja alle, sondern immer weiter die Branche zu beobachten. Und es ist ja nicht nur eine Branche, es ist ja alles. Immer wieder wirklich zu beobachten, was verändert sich und wo sind sie. Also nicht one size fits all, dann gib uns doch nochmal auch eine Idee, eine Spur davon, was es so für Kriterien sind. Wann ist jemand oder wonach guckt ihr, was da passend sein kann? Also wir gucken natürlich erstmal, wie ist die Situation und das Geschäftsmodell des Unternehmens. Wie ist auch ganz, ganz wichtig die Führung aufgestellt. Ja? Also wir suchen Führungskräfte. Wie ist der bisherige Vorstand, der nicht digital ist? Wie ist der aufgestellt? Und häufig sind sie natürlich von ihren Erfahrungen her nicht digital. Aber was sie unbedingt sein müssen, vom Mindset her, von der Haltung, müssen sie bereit sein zu transformieren und das ernst meinen. Und nur dann kriegen sie auch die richtigen und die guten Kandidaten, die das weitertreiben. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, in den Unternehmen zu gucken, ist die Führungsriege wirklich, wirklich dabei, völlig überzeugt mit einer Haltung, die nichts anderes zulässt. Nur dann kriegt man wirklich die besten Kandidaten da auch hin. Hat Corona für dich nochmal was verändert für die Unternehmen, für die Positionen und wenn ja, was? Definitiv. Corona ist der größte Beschleuniger, den wir uns vorstellen konnten. Ja, alles, was vorher besprochen wurde, gesagt wurde und mühsam von Chief Digital Officern oder Chief Transformation Officern versucht wurde, ins Unternehmen zu bringen, hat Corona nochmal extrem beschleunigt. Jetzt muss man nur gucken, was bedeutet das für mich, was kann ich daraus lernen und wie kann ich als Gewinner hervorgehen, weil uns wird allen immer mehr bewusst, wie lange das da alles dauern wird und wie viel sich langfristig verändern wird. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, wie mache ich was draus für mein Unternehmen und es ist nicht die Situation, in der alle so viel Geld zur Verfügung haben und den größten Optimismus haben. Aber wie mache ich jetzt das Beste draus, sodass ich gegenüber allen anderen auch hier einen Wettbewerbsvorteil habe, weil ich mich traue, weil ich neu denke und weil ich festgestellt habe, und das hat jeder jetzt müssen in jeglicher Hinsicht, es geht gar nicht mehr ohne und es muss. Es muss auch technologisch orientiert sein. Und was sind deines Erachtens oder was ist die deines Erachtens relevanteste technologische Innovation, auf die sich Unternehmen vorbereiten sollten? Ich würde es mal zweiteilen. Und zwar einerseits wirklich technologische Innovation im Sinne dessen, was mache ich aus meinen Produkten und wie mache ich mein Geschäft. Und da kommen wir nicht um künstliche Intelligenz drumherum. Ja, das ist das Riesenthema. Und was das alles bedeutet, können wir alle überhaupt nicht fassen. Das kann vielleicht Elon Musk schon am meisten von uns allen fassen. Aber das ist noch eine Riesenbox, aus der immer wieder was gezaubert wird. Was ich aber genauso wichtig finde, ist,
die technischen Innovationen, die wir schon haben und das Miteinander, was jetzt auch durch Corona nochmal anders geworden ist, wie gehen die Menschen damit um und wie gewöhnt man sich daran, anders damit umzugehen? Ja? Wie kommuniziert man miteinander? Was ist sichtbar? Wo muss man aufpassen, dass man nicht zu viel preisgibt? Wie kann man miteinander umgehen? Wie kann man auch miteinander sein, wenn man zum Beispiel virtuell mit Abstand ist oder sowas? Und da ist es, glaube ich, auch noch das große Thema für Unternehmen. Wie kann ich meine Mitarbeiter überhaupt mitkriegen mit diesen ganzen technischen Innovationen? Die sind viel, viel schneller, als wir uns verändern können als Menschen. Und das ist eine ganz große Aufgabe fürs nächste Jahrzehnt, meiner Meinung nach. Jetzt sitzen wir hier in Hamburg und wollen uns auch ein bisschen über Hamburg unterhalten. Und wir wollten gerne einmal von dir, weil du so einen schönen übergeordneten Blick über verschiedenste Städte, aber auch Länder hast. Was sind deines Erachtens die Punkte, mit denen Hamburg besonders erfolgreich ist? Und die sollten wir stärken, aber hast du auch noch Ideen, wo wir weiterkommen müssten? Ich glaube, erfolgreich sind wir deswegen, weil wir aus der Vergangenheit heraus wirklich diese Kaufleute sind, die, wenn sie miteinander reden, auch meinen, was sie sagen und die verbindlich sind und sich aufeinander verlassen können. Und ich finde, die Menschen in Hamburg sind loyaler als in vielen anderen Städten. Ja, sie sind ihren Unternehmen gegenüber loyaler und das ist ein schönes Fund, mit dem man arbeiten kann. Es ist eine wunderschöne Stadt, sie hat Anbindung, da sind aber auch schon wieder Chancen. Sie müsste, gerade nicht im Moment, aber internationaler noch offener werden, weil Hamburg spielt im Arbeitsmarkt international keine Rolle. Ja, Deutschland ist gleich Berlin. Da spielt sie keine Rolle. Aber das ist eine Chance, weil wir eigentlich als Hamburg mit allem, was wir aus der Vergangenheit haben, ja sehr offen und sehr weltoffen sind und schon immer eigentlich waren. Das muss aber noch einen riesen Schub bekommen, finde ich. Und ich glaube, wir können ruhig mal ein bisschen mehr Risiko eingehen, ein bisschen schneller denken, ein bisschen dynamischer werden. Und das versuchen wir jetzt mit einer Frage an dich. Du wärst jetzt Königin oder Fee von Hamburg morgen. Für einen Tag, was würdest du ändern, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wenn ich mich auf einen einzigen konzentrieren müsste, dann wäre das ganz klar das Thema Bildung. Ja, Bildung so, dass wir Erwachsene herausbringen, wenn sie die Schule durchgemacht haben und eine Uni oder eine Ausbildung, die fähig sind, selbst zu denken, die sehr unternehmerisch denken, die sehr flexibel und agil denken und die eine sehr moderne Ausbildung genossen haben. Und das ist wirklich ein Appell auch, die Wissenschaft ist einfach zu langsam. Alles, was im Curriculum einer Schule schon ist, verändert sich viel zu langsam. Das ist viel zu unmodern und damit meine ich gar nicht mal nur die Digitalisierung, die auch ganz, ganz wichtig ist, haben wir in Corona-Zeiten wieder gesehen, sondern es wurde seit Jahrzehnten nichts am Curriculum geändert. Das kann nicht sein. Unsere Gesellschaft verändert sich rasend. In den letzten 2 Jahrzehnten haben sich die Unternehmen rasend verändert. Da muss sich die Bildung verändern, weil genau das unsere Zukunft ist. Und das muss in den Unis sein, aber es muss schon viel früher anfangen in der Schule. Da müssen die Kinder schon viel besser darauf hingeführt werden. Und das muss wirklich überall durchdringen. Und das wäre was ich furchtbar gerne an dem Tag machen würde. Das klingt ambitioniert, aber darum geht es. Maren, 1000 Dank für das Interview, aber auch 1000 Dank, dass du dazu beiträgst, Hamburg innovativ und wettbewerbsfähig zu halten. Weiterhin viel Erfolg dabei. Danke, uns allen. Viel Erfolg. Danke dir.